Die geheime Grammatik der Buchmalerei. Warum stimmen die Perspektiven teilweise überhaupt nicht? Warum tummeln sich so viele Blumen auf den Buchseiten? Wie können wir eine mittelalterliche Buchmalerei lesen? Wie können wir die Darstellungen verstehen? Ganz einfach, indem wir sie fragen. Zunächst möchte ich mal den Rahmen abstecken, die Buchmalerei als Medium definieren. Wir sprechen von einem Zeitraum von über 1000 Jahren, also zwischen dem Jahr 500 und 1500. Das heißt, wir können nicht alle Bilder über einen Kamm scheren, wir können auch nicht eine allgemeingültige Interpretation bieten. Denn das wäre so, als ob wir eine Mona Lisa mit einem Picasso vergleichen würden. Zunächst zum Kunstverständnis und zu der Definition Miniatur. Der Kodex ist seit 100 nach Christus die gebräuchliche Form, in der Texte und die dazugehörigen Bilder überliefert werden. Dies gibt den formalen Rahmen für unsere Darstellungen vor. Kunst hatte im Mittelalter eine Aufgabe zu erfüllen. Sie musste dienen. So wurde der Künstler auch bis zum 15. Jahrhundert eigentlich als Handwerker angesehen. Kunst sollte das Wort Gottes erhöhen, sollte auch Macht demonstrieren, die Macht Gottes, und natürlich dann auch folglich die Macht der Leute, die in der Lage waren, sich solche Bücher kaufen zu können oder in Auftrag geben zu können. Ich beschränke mich in meinen Ausführungen auf den europäischen Bereich zwischen dem 5. und 15. Jahrhundert, denn alles andere würde ausufern und wäre ein Ding der Unmöglichkeit. Auch so haben wir sehr viele Facetten und Stilrichtungen, auf die wir nur ein bisschen eingehen können. Aber nun gehen wir in medias res. Sehen wir uns ein Bild an. Sehen Sie sich dieses wunderbare, beeindruckende Kunstwerk an. Lassen Sie es einfach einmal auf sich wirken. Betrachten Sie die Details, spüren Sie die Emotionen, lassen Sie die Farben auf sich wirken, sehen Sie dieses Bild einfach völlig unvoreingenommen einmal an, ohne Ihre aktuellen Lesecodes und Ihr Bildverständnis zu aktivieren. Es ist beeindruckend. Und dann kommt der nächste Schritt. Dann fragen wir uns natürlich, was sehen wir hier? Und wollen verstehen, worum es geht. Und da geht es schon zur Bilddeutung. Wie verstehen wir diese Miniatur? Wie verstehen wir ein Bild aus dem Mittelalter? Wir fragen es. Manche Darstellungen können wir auf Anhieb erkennen. Symbole und Bildinhalte, die immer noch übermittelt werden, die für uns so einfach zu verstehen und zu lesen sind. Andere Bilder sind uns nicht mehr verständlich, sind uns nur über den Text zugänglich und über Interpretationen von Wissenschaftlern. Aber fragen wir. Wir haben eine Miniatur vor uns und wir wollen sie verstehen. Die erste Frage, die wir stellen, was sehen wir? Also sind wir bei der Bildbeschreibung und bei den Inhalten. Die zweite Frage, die wir stellen, ist, warum sehen wir das? Wer wollte, dass wir das sehen? Und was wollte uns der Auftraggeber oder der Künstler vermitteln? Hier geht es um Auftraggeber und Leser. Die dritte Frage, die sich uns stellt, ist, wo und wann wurde dieses Bild gemalt? Da will ich Ihnen ein bisschen behilflich sein, um stilistische Grundelemente der einzelnen Hauptepochen erkennen zu können. Und dann geht es noch darum zu fragen, in welchem Zusammenhang sehen wir das Bild? In welchem Textzusammenhang? Welchen Text begleitet es? Welchen Text gliedert es? Seit dem frühen 13. Jahrhundert ist die Buchproduktion auch in den weltlichen Bereich verlagert worden mit dem Entstehen der Universitäten. Auch dies hat die Inhalte und die Umsetzung der Kunst, der Malerei stark beeinflusst. Die Erfindung des Buchdruckes setzte der Miniatur einen Schlussstrich. Zwar entstanden noch viele Handschriften parallel zum Buchdruck, aber langsam wurde dieses Medium nicht mehr genutzt. Die Kunst zwischen den Buchdeckeln ist die, die uns unverfälscht, in ihrer frischen und ursprünglichen Form auch noch heute erreicht. Denn andere Ausdrucksformen der Zeit wie Fresken, Architekturen oder Statuen sind uns meist nicht so erhalten. Miniaturen sind aber in jedem Fall auch immer Kinder ihrer Zeit.
und für uns wichtige Zeitzeugen. Denn obwohl die Maler meist von Vorlagen kopierten, ließen sie doch auch ihre Zeit mit einfließen. In Gegenständen, in der Kleidung oder auch in Hintergrundszenerien, die Ereignisse der Zeit darstellten. Das Spektrum des künstlerischen Ausdruckes ist riesengroß, unerschöpflich. Wir sprechen von insularer Buchmalerei, die keltisch beeinflusst ist, bis zur Renaissance-Malerei. Dazwischen ist die Bandbreite unglaublich groß und reich.